Top 5 Übungen für den Kurzschwung, eine der sportlichsten Schwungformen, die wir im aktuellen Skilauf haben. Die steilen Hänge mit einem sehr rhythmischen, sportlichen Schwung überwinden. Das macht richtig Spaß und wie du das trainieren kannst, zeige ich dir in diesem Video. Wichtig für das Video, für das heutige Tutorial sind schon 2 vorherige Inhalte, die ich als Fundament sehe, bevor du dieses Video hier anschaust. Auf der einen Seite einmal einen Einstieg mit den 4 Knackpunkten, ein theoretisches Video, in dem du erklärt bekommst, auf was es zu achten gibt. Das ist jetzt hier oben verlinkt. Und dann der zweite Inhalt, der bei Bastian auf dem Kanal erschienen ist. Bastian, der auch hier hinter der Kamera steht, nämlich die 3 fatalen Fehler beim Kurzschwung. Auch dieses Video ist jetzt verlinkt. Und jetzt heißt es in diesem Video Training, üben, die richtigen Übungen packen, um eben den Kurzschwung auf das nächste Level bei dir zu heben und da wirklich besser zu werden. Bevor wir reinstarten, noch einmal kurz die Knackpunkte, damit du vorbereitet bist. Als allererstes Körperschwerpunkt nach vorne bringen, insbesondere im steilen Gelände, wo wir diese Orientierung haben, dass du da wirklich von flach, wenn es steiler wird, auch wirklich gut auf dem Ski, über dem Ski stehst, um die Belastung richtig zu setzen. Und dabei geht es nicht um einen Oberkörper nach vorne, also dein Kopf soll nicht unbedingt nach vorne kommen, sondern dein Körperschwerpunkt, sprich dein ganzes Gerät hier unten, Bauchnabel, Körperschwerpunkt, Hüfte, das muss nach vorne kommen. Zweiter Knackpunkt, Aufkanten, bewusstes Aufkanten, möglichst früher Druckaufbau auf der Außenkante des Außenskis, damit du über die Kante dann reinkommst und den Ski richtig fahren kannst, anstatt ihn zu wischen wie ein Scheibenwischer. Das wollen wir nicht. Der dritte Knackpunkt ist die Oberkörperstabilität. Du kannst dir das Ganze so vorstellen, dass wir den Körper in 2 teilen. Der Oberkörper ist stabil und unten sind wir agil. Die Bewegung kommt aus den Beinen, unten arbeitet und der Oberkörper bleibt schön taloffen ausgerichtet, ruhig und gibt dort eine sehr sportliche Gegenbewegung zu dem, was unten passiert. Das macht dann ein ruhiges und sehr sportliches Bild aus, wo wir auch sehr gut zu Knackpunkt Nummer 4 kommen, nämlich dem Rhythmus mit einem Takt in den Kurzschwung hinein. Das macht es für alle Zuschauer unten am Hang richtig gut, sehr sportlich. Und jetzt würde ich sagen, bist du perfekt vorbereitet für das Fundament des Kurzschwungs. Und da musst du dir zunächst einmal ein gutes Übungsgelände suchen. Bei den ersten 2 Übungen, die wir fahren werden, geht es um eine eher blauere Piste. Es geht darum, erstmal in die Knackpunkte hineinzufinden, zu schauen, dass du dort einen guten Übungshang, einen breiten Übungshang hast, auf dem du hineinkommst. Und was deinen Ski angeht, ist es eigentlich ganz egal, was für einen pistenorientierten Ski du wählst. Egal ob Sportcarver, vielleicht auch ein On-Mountain-Ski, Racecarver oder Slalom-Ski. All die Übungen kannst du mit allen Skiern durchführen. Ein Ski mit niedrigerem Radius gibt dir natürlich etwas leichtere Kurveneinfahrten, aber auch das geht mit einem Riesenslalom-Ski. Und jetzt kommen wir rein zu Übung Nummer 1 und die trainiert zunächst einmal, in welcher Spurlage wir unterwegs sind. Und dafür nehmen wir die Trichterübung. Und das Wichtige bei dieser Trichterübung ist jetzt zunächst einmal, dass wir in den Kurzschwung hineinfinden und genauer gesagt in diese Radtrackspur oder Pistenraupenbreite und hier diese Orientierung, die wir aus dem ersten Video kennen. Jetzt also erstmal mittlere Radien und die Bewegungen beibehalten und sie in einen kürzeren Radius hineinpacken. Das heißt, du nimmst ein bisschen Anlauf, fährst zunächst einmal deine gewohnten, eher breiteren Schwünge, nutzt die Piste aus. Und gehst dann peu à peu hinein in einen kurzen Radius. Und so sind wir dann unterwegs. Genau. Perfekt. Ja, die Trichterfahrt ermöglicht es dir, erstmal hineinzufinden in die Bewegung. Aus dem mittleren Radius nimmst du alle Bewegungen mit und bringst sie in eine knackigere Schwungform. Das siehst du direkt. Es wird flotter, du musst die Bewegungen schneller ausführen, ein anderes Timing wählen und da wirklich die Belastung gut setzen. Und jetzt geht es um einen der Knackpunkte in der nächsten Übung, nämlich um das Thema Aufkanten. Beim Kurzschwung geht es ja jetzt darum, das Aufkanten möglichst früh durchzuführen, damit wir schon möglichst vor der Falllinie den Druck auf dem Außenski spüren und den Schwung schön fahren. Es heißt ja Ski fahren und nicht Ski wischen. Das heißt, wir wollen einen Scheibenwischer vermeiden. Dazu eine kleine Übung, die zurückgeht in die Basis-Skischule zum Flugfahren, um die Belastung hier richtig zu setzen und das Aufkanten zu üben. Los geht's! Zunächst in Flugstellung aufgestellt, wieder eher blaues Gelände, sodass du dich gut herantasten kannst. Du gehst dann hinein in den Gleitflug
Und im Gleitflug trainierst du jetzt das bewusste Aufkanten. Zack, zack. Bring deinen Ski richtig auf die Kante, setz aus den Sprunggelenken unten die Bewegung nach vorne innen ein und spüre, wie der Ski dann die Kurve fährt. Der Oberkörper kann dabei stabil gehalten werden. Hauptsache die Beine arbeiten und du spürst richtig, wie du dabei aufkantest. Das war Übung Nummer 2, wo es ums Aufkanten ging. Hier ist ganz wichtig, wenn du diese Übung jetzt so schnell vorgeführt bekommst in deinem Training, führe sie ein paar Mal aus und geh danach wirklich immer in die Zielform über. Nimm das, was du hier lernst, das Aufkanten, mal mit in den Kurzschwung und reihe hier jetzt nicht Übung an Übung. Das macht es für dich dann leichter, auch wirklich aktiv am Kurzschwung zu trainieren. Um dieses Video natürlich knackig zu halten, machen wir es so, dass wir jetzt von der ersten direkt in die zweite, dritte, vierte, fünfte Übung gehen. Für dich wirklich immer die Zielform, den Kurzschwung zwischendrin. Wir kommen jetzt zur dritten Übung und da geht es wieder um einen Knackpunkt. Es geht um die Bewegung, die bewusste Bewegung des Körperschwerpunktes nach vorn am steilen Hang. Das ist erstmal auch eine Kopfsache, denn es geht ja darum, dass du dich wirklich aktiv nach vorne begibst, wo es steil herunter geht. Das ist für den Kopf erstmal ein ungewohntes Gefühl. Basti hat da bei den fatalen Fehlern ein tolles Bild genannt und das ist, du kannst ja nicht nach vorne fallen, dein Ski hält dich auf. Also beweg dich wirklich aktiv nach vorne und such diesen Druck auf der Außenkante und auf der Schaufel des Außenskis. Und dazu fahren wir den sogenannten Doppelstockeinsatz. Das heißt, du nimmst deine beiden Stöcke in die Hand, so wie bei mir jetzt gerade, setzt beide Stöcke nach vorne und setzt eine Bewegung damit des Körperschwerpunktes nach vorn. Denk dran, in den Knackpunkten eben, es geht nicht darum, dass du hier mit deinem Oberkörper nach vorne gehst und die Bewegung aus der Hüfte nach vorne geht, sondern es geht darum, dass du deinen ganzen Rumpf, dein Gesäß nach vorne bringst und da wirklich orthogonal, mittig und gut auf dem Ski am Hang positionierst. Legen wir los, Doppelstockeinsatz. Rein in die Übung und setzt diese Stöcke nach vorne, nutzt das als Tor, um durchzufahren und dann wirklich das Gesäß nach vorne zu bekommen, um hier orthogonal auf dem Hang zu stehen und die Belastung zu spüren. Oh, da ist er, da ist er. Da ist so ein dicker Stein drin. Und das ist der Doppelstockeinsatz, sehr, sehr schön zu fahren, um eben nach vorne zu kommen, vorne zu suchen und da deinen Körperschwerpunkt nach vorne zu bringen. Ganz wichtig, wenn das dir noch nicht eben den gewünschten Effekt bringt, dann lass vielleicht mal die Stöcke weg oder nimm sie hinters Gesäß. Und das ist dann eine Erweiterung dieser Übung, dass du dich wirklich traust, nach vorne zu kommen. Aktiv nach vorn durch eben Stöcke hinterm Gesäß oder Hände an die Pobacken, um nach vorne zu schieben. Wir wollen immer versuchen, auch bei diesem steilen Gelände, was du hier gerade siehst, wenn das jetzt gerade die Hangneigung ist, eben nicht so drauf zu stehen und in Rücklage zu sein, sondern nach vorne zu kommen. Im rechten Winkel auch bei einem solchen Hang zu stehen. Und das ist diese mutige Bewegung, die wir jetzt in Übung 3 hatten. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wir kommen gleich zur Übung 4. Und hier geht es um die Oberkörperstabilität. Es gab diesen tollen Merksatz aus dem Knackpunkt-Video, aus dem Einführungsvideo. Oben stabil, unten agil. Das drückt es perfekt aus. Du willst versuchen, deine Ski oder deine ganzen Bewegungen auf Ski durch die Beine zu initiieren. Die Beine sollen unten arbeiten. Der Oberkörper gilt als Widerlager und bringt eine Ruhe in den Schwung, ist taloffen orientiert, bedeutet dem Tal ausgerichtet und hat da wirklich eine Stabilität, während die Beine arbeiten. Das kannst du dir sehr gut durch einige Übungen darstellen. Eine der bekanntesten und auch von mir sehr geliebten Übung ist das Fenster. Dazu nimmst du die Stöcke, einfach mit den Griffen, so leicht wie jetzt hier bei den Swing Poles von uns, die Skistöcke, vielleicht solltest du da mal reinschauen, packst sie dir und machst dir ein Fenster, was Richtung Tal gerichtet ist. Und durch dieses Fenster schaust du nun durch, versuchst es nicht nach links oder rechts von der Seite abweichen zu lassen und deine Beine arbeiten. Schön stabil im Oberkörper und agil in den Beinen. Los geht's!
Eine Stabilität im Oberkörper, taloffen orientiert. Du schaust durch das Fenster Richtung Tal. Mir hat es gerade auch geholfen, Bastian anzuschauen, die Kamera, indem ich mir einen Punkt oder du dir einen Punkt unten fokussierst, auf den du zufährst, wo der Oberkörper schön stabil bleibt. Alles klar, das ist die Oberkörperstabilität und dann kommen wir zur letzten Übung, Übung Nummer 5. Wir sehen uns gleich. Und dabei geht es um das hier. Klack, klack, klack. Es geht um den Takt. Es geht um den Rhythmus. Wenn du einen guten Rhythmus, einen guten Takt beim Kurzschwung erwischt, sieht deine Kurvenfahrt einfach deutlich sportlicher, richtig cool aus. Die Leute unten, die Zuschauer werden dir sagen, wow, was für eine Runde, was für eine sportliche Fahrt mit einem guten Rhythmus. Da ein ganz klarer Tipp, gib dir beim Fahren akustisch eine Notiz, dass du diesen Takt durchziehen willst. Klack, klack, klack. Damit kommst du rein und egal welcher Buckel dir im Weg liegt, egal welche Eisplatte kommt, du ziehst deinen Schwung durch, egal was kommen mag. Ein guter Skifahrer ist derjenige, der so schnell wie möglich wieder in die geschulten Bewegungsbilder zurückkommt. Es gibt aber immer Situationen, aus denen man auch mal rauskommt. Das heißt, auch wenn der Buckel da ist, auch wenn die Eisplatte da ist und du vielleicht mal kurz aus deiner Position herauskommst, der Takt wird dir helfen, schnell wieder in die Optimalform zu kommen, dich nach vorne zu retten und dann wieder einen coolen Kurzschwung zu fahren. Das machen wir jetzt bei der Fahrt, wirklich akustisch mit dir selbst arbeiten. Klack, klack, klack oder Schwung, Schwung, Schwung und da wirklich mit einem guten Takt vorgehen. Bist du bereit, Basti, für die letzte Übung, für Übung Nummer 5? Ich mache immer Womp. Basti macht immer Wom, Wom, Wom. Wie heißt der Sport? Ski. Fahren. Wom, wom. Es geht hier nicht um Skireißen, es geht nicht um Skiwischen, es geht um Skifahren. Locker rein, Takt fahren. Viel Spaß damit. Und wom, 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 wom. So macht es Spaß. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Was für ein Wetter heute. Was für ein traumhafter Tag, um das Tutorial durchzuführen. Und damit haben wir es komplettiert. Wir haben die 5 Übungen gefahren, um jeden der Knackpunkte nochmal zu hinterleuchten. Mir hat es Spaß gemacht, dir die Übungen zu zeigen. Ich hoffe, du kannst damit viel anfangen. Schreib mir bitte in die Kommentare, wo du vielleicht noch Ergänzungen siehst, sodass wir da unsere Inhalte noch besser aufstellen können. Vielen Dank auch an Basti hinter der Kamera. Es war mir wieder eine Ehre, mit dir hier oben zu sein, im Kütai in Tirol. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in folgenden Videos wieder. Hier ist sicher einiges eingeblendet. Schau dich gerne auf unseren Kanälen um. Da gibt es immer was zu sehen und zu erleben. Vielen Dank. Ciao, ciao.